Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Trommer. Ich bin im Bereich der Projektierung der Automationen zuständig bei der Chiron Group und mein Kollege Manuel Jans hier neben mir ist der Leiter der Projektierung am Standort Schlierbach und wir wollen Ihnen heute zusammen die einfachste Automation, unsere Variocell Move, vorstellen. Bei ständig wechselnden Bedingungen ist es wichtig, dass auch die Automation flexibel eingesetzt werden kann. Unsere Variocell Move gibt Ihnen hier einen sehr großen Vorteil. Die Variocell Move ist mit einem Fanuc-Roboter der Traglast bis 35 Kilo ausgestattet. In dieser Konfiguration mit einem Doppelzentrischgreifer, mit dem wir Werkstücke von einem Durchmesserbereich von 10 bis 250 mm und einer maximalen Höhe von 250 mm handeln können. Die Variocell Move wird über berührungslose Sensoren überwacht, sprich wir haben hier keine trennende Schutzeinrichtung und wir befinden uns gerade in diesem Schutzbereich, weshalb der Roboter stillgesetzt wurde. Durch die einfache HMI der Variocell Move ist es sehr leicht möglich, die Anwendung an die vorgefertigten Matrizen anzupassen und die Werkstückdaten dementsprechend zu konfigurieren. Über Durchmesser und Höhe der Werkstücke werden die Greifpositionen errechnet, wodurch sich dann auch die Ablagepositionen in der Maschine ergeben. Über die Einstellungen am HMI der Variocell Move können wir nun sämtliche Parameter definieren. Beginnen mit der Maschine, in unserem Fall die Chiron. Im nächsten Schritt wird das Spannfutter bzw. Spannmittel der Maschine definiert. Wir haben im aktuellen Aufbau ein Einfachspannfutter, das wir zur Zuführung und Abführung der Werkstücke verwenden. Im weiteren Schritt wird die Greiferkonfiguration der Variocell Move definiert. In unserem Fall nun ein Parallel-Zentrischgreifer. Im weiteren Verlauf müssen wir die Werkstücke definieren. In diesem Fall zuerst das Rohling. Der Rohling mit Durchmesser 50 und Länge 100 mm kann einfach direkt per Eingabe parametriert werden. Weiterhin wird das Fertigteil definiert, was wir hier jetzt im gleichen Fall auch mit Durchmesser 50 definiert haben, da wir an der Rohteilkontur wieder greifen. Um die Abholpositionen und die Zurücklegpositionen des Roboters zu definieren, wird das Inlay definiert. Wir haben das Inlay Nummer 2 verwendet und somit weiß der Roboter, in welchem Rasterabstand und aufgrund des Durchmessers des Werkstückes an welcher Position abgegriffen werden muss. Im nächsten Schritt müssen wir dann verschiedene Informationen zur Beladesituation angeben. Die Variocell Move verfügt über eine Wendestation, die wir aktuell nicht in Funktion haben. Um das Werkstück richtig zu greifen, müssen wir die Greiftiefe der Finger definieren, hier mit 83 mm vom Rohteil. Die Funktion Abblasen der Vorrichtung oder Abblasen des Fertigteils ist ebenfalls gegeben und kann angewählt werden. Um Kollisionen zu vermeiden, muss die Spanntiefe im Spannfutter angegeben werden. Hier haben wir eine Spanntiefe von 14 mm, woraus sich die Position beim Einlegen des Roboters definiert. Im nächsten Schritt können wir nun die Ausgangssituation der Rohteile definieren. Beispielsweise, dass wir auf der obersten Schublade, dem ersten Schubfach, 18 Teile im Standard zuführen wollen. Im weiteren Verlauf müssen wir selbige Einstellungen noch für das Entladen vornehmen. Ebenfalls das Greifprinzip, hier wiederum das Außengreifen mit der Greiftiefe von 83 mm. Abblasen haben wir in diesem Fall jetzt abgewählt. Da wir ein universelles System zur Greiferfingerverstellung verwenden, können wir im letzten Schritt eine Übersicht der Positionen sehen, wie die Greiferfinger voreingestellt werden müssen. Dementsprechend ist abhängig vom Greifeninnendurchmesser oder Griffaußendurchmesser die Greiferposition vorzudefinieren. Nun sind wir mit der Konfiguration der Parameter fertig und können die Maschine vollumfänglich in Betrieb nehmen. Zum Beladen der Variocell Move werden die Rohteile in die vorgefertigten Matrizen gelegt. Hierbei erkennt der Sensor, dass sich nun ein Bediener im Sicherheitsbereich befindet und der Roboter merkt, dass er in diesem Bereich keine Palette mehr ziehen darf oder in diesen Bereich einfahren darf. Beim Beladen der Maschine ist es egal, ob die Variocell Move ein CNC-Bearbeitungszentrum, eine Schleifmaschine oder eine Drehmaschine automatisiert. Hierbei muss lediglich der Ablagepunkt in der Maschine geteacht werden. Nachdem alle Werkstücke einer Matrize vollständig abgearbeitet wurden, schiebt der Roboter dieses Schubfach vollständig wieder zum Mitarbeiter zurück, damit dieser die Fertigteile entnehmen kann. Das war's von unserer Seite aus der Applikation hier in Tuttlingen. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie uns gerne an.
Da wir die Variocell Move jetzt nicht mehr an diesem Bearbeitungszentrum benötigen, nehmen wir sie ganz einfach mit an unser nächstes Bearbeitungszentrum und nehmen sie dort in Kürze in Betrieb.